Meine Damen und Herren, heute nehme ich Sie mit an einen Ort, an dem ich noch nie war, an dem die meisten noch nie waren. Ein magisches Plätzchen, an dem es ganz viele kleine Helferlein gibt, wie die Weihnachtselfen am Nordpol, die ganz im Geheimen die Welt hier unten ein bisschen besser machen. Fast niemand weiß, was hinter all den verschlossenen Türchen passiert. Es geht heute um die Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde. Meine Damen und Herren, hier, wer einen deutschen Pass hat, der muss da niemals hin. Und darum weiß auch keiner von uns Marzipankartoffelchen, was für wundersame Dinge da passieren in der Ausländerbehörde. Oder was die Ausländerbehörde überhaupt genau ist. Eine Ausländerbehörde oder Ausländeramt ist eine Behörde, die zur Aufgabe hat, das Aufenthaltsgesetz auszuführen und den Rechtsstatus von Zuwanderinnen und Zuwanderern zu klären. Wer aus dem Ausland kommt und hier arbeiten will, bekommt es mit der Ausländerbehörde zu tun, wo auch entschieden wird, wer darf in Deutschland bleiben und arbeiten und wer nicht. Und da kann es schnell heißen, auch zu Weihnachten, ja, Abschiebung, auf Wiedersehen, Maria und Josef. Bitte verlassen Sie innerhalb der nächsten 14 Tage Nazareth, weil ganz ehrlich, die Story mit Ihrer Schwangerschaft, Frau Maria, heilige Mutter Gottes, die ist nicht plausibel. Wer soll der Vater des Kindes sein? Gott? Aha, bams, abgelehnt. So, über 540 ganz unterschiedlich zauberhafte Ausländerbehörden entscheiden bei uns in Deutschland über das Everyday Migrations Business. Das ist wichtig, weil Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und ein Auswanderungsland, weil die Fachkräfte und Leistungsträger mit den innovativen Ideen sagen mittlerweile natürlich Goodbye Deutschland. Viele singen Lieder mit Schalala, la 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 la, also Schalala, ja. Wir haben da echt lange überlegt und ich persönlich fange meinen neuen Song jetzt mit Schölölö an. Ja, viel Erfolg im Ausland dann. Schölölö, Bulgarien. Deutschland ist und bleibt trotzdem ein Einwanderungsland. Warum auch nicht? Ich meine, wir haben eine tolle Kultur, gerade jetzt zu Weihnachten. Hier Xmas, Box Sausage with Kartoffelsalat. And in Germany we have coole, original, weihnachtliche Brauchtumscharakter hier. Hoffentlich wart ihr alle brav, dear children. Otherwise the Krampus kickboxes you in the Fresse and eats your organe and stuff. And in Germany we have the Stern Singers. This is German culture. We love welcoming people. Or not, Mr. Economy Minister? We love welcoming people with different specialities who want to live and work in our country. We can offer more than just well-paid jobs and good working conditions. We will also have the chance to build on the skills you already possess. Ja, he, she, it, das S muss mit, aber auch nicht zu offen. Nicht zu offen, Mr. Haybeck. Aber wollen wir mal nicht popier than the Pope sein? You will find information in different languages, for example, English, French, Spanish and also Russian. Just check it out. Yo, check it out. Make it in Germany. Diese Initiative mit Bobby H-Back belongs zur Kampagne Make it in Germany unserer Bundesregierung, die seit 10 Jahren läuft. Kommt all nach Germany wegen Fachkräftemangel, because we have Shelf-Power-Mängel. Make it in Germany, das ist die Message von Deutschland an die Welt. Und unsere Ausländerbehörden müssen sich darum fit machen. Ausländerbehörden auf dem Weg zu Willkommensbehörden. Ah, das wird schon klappen. Ich meine, wir in Deutschland haben Ausländer doch schon immer willkommen geheißen. Die Welt zu Gast bei Freunden und alles andere sind Einzelfälle. Das ist Vergangenheit. Jetzt haben wir die Willkommensbehörden. Und was für eine Behörde. Ich meine, ich liebe sowieso deutsche Behörden. Ich bin ständig beim Straßenverkehrsamt wegen meiner ganzen New Oldtimer. Beim Katasteramt lasse ich mir jeden Dienstag meinen Kataster verlängern. Aber Ausländerbehörde, ganz ehrlich, keine Ahnung, was da so abgeht. Dabei schauen Sie mal, ist total krass. Es gibt sogar einen Ausländerbehörde-Adventskalender. Adventskalender, 24 verschlossene Türchen. Wie aufregend, was da wohl hinter ist. Heute haben wir schon den 9. Dezember. Da kann ich ja jeden Tag, ich kann ja 9 Türchen auf einmal aufmachen. Oh, das mache ich. Hier Türchen, wo ist denn Türchen? Da, Türchen 1. So, mal wegstellen. Erinnert mich verdächtig an den Amorelie-Adventskalender und riecht auch ähnlich. Was ist denn das hier? Ah, ein Wecker? Und dann auch noch auf 2:45 Uhr morgens gestellt? Warum das denn? Warteschlangen vorm Ausländeramt. Anstellen nachts um 4 Uhr. Lange Wartezeiten. Ausländerbehörden in Sachsen-Anhalt überlastet. Stau vor dem Ausländeраmt in Aachen. Ja gut, in der Willkommensbehörde kann es ein bisschen Wartezeit für die Termine geben. Aber ansonsten ist in der Ausländerbehörde doch, wie sagen die Ausländer, alles
Okay, oder? Integrationsexperten beklagen Chaos in Ausländerbehörden. Darmstadts Ausländerbehörde Das ist heillos Ausländeramt Frankfurt überfordert. steuert mit Unmenschlich. 15.000 Heftige Kritik unbeantworteten am Anträgen auf einen Ausländerabwesenskirchen. Kollapsenstau Bis zu der 1000 Anrufe Ausländerbehörde. am Tag. 4000 Anträge Ausländerbehörde am warten. Limit. Erbrochenes auf den Fluren und verschlossene Türen. Schwere Anschuldigungen gegen die Ausländerbehörde in Essen. Ja, ein Stück weit gibt es in deutschen Behörden natürlich Ermessensspielraum. Wo hört Erbrochenes auf? Wann fängt Weihnachtsdeko an? Das kennt man auch von anderen Behörden. Wer noch nie im Einwohnermeldeamt über einen verwesenen Dackel gestolpert ist, werfe den ersten angeketteten Kuli. Wenn in anderen Behörden allerdings was schief läuft, wenn ein Antrag mal nicht bearbeitet wird, wenn ein deutscher Bürger mit deutschem Pass bei einer deutschen Behörde, Gott bewahre, zu lange auf was warten muss, dann gibt's normalerweise Kasolla! Wir möchten auch, dass das Management jetzt kommt. Können Sie bitte jemand holen, der verantwortlich ist? Jemand von Leutz geht. Es reicht! Es reicht! Ja! Bei jedem kleinen Papierstau im Kopierer vom Bezirksamt für Helene Fischer Backstage-Passangelegenheiten zetteln wir Kartoffeln regelmäßig Verwaltungsaufstände an. Da geht's zur Not zu Fuß bis vors Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig. Aber wenn ein Ausländer ohne deutschen Pass in der Ausländerbehörde auf was wirklich Wichtiges warten muss, passiert was ganz anderes, hat uns eine Sachbearbeiterin der Ausländerbehörde erzählt. Wir haben beispielsweise eine Situation, jemand möchte seinen Aufenthaltstitel gerne verlängern, er kriegt aber keinen Termin, Aufenthaltstitel läuft ab und er würde aber gerne einer bestimmten Arbeit nachgehen. Kann dieser Arbeit aber nicht nachgehen ohne gültigen Titel. Der Kunde ist König, nur in der Ausländerbehörde ist die Ausländerbehörde König. Schauen wir direkt hinter Türchen Nummer 2, das geht ja gut los hier. Fuck, ein Pop-up-Türchen. Aufgrund der Vielzahl der Terminanfragen können derzeit leider keine zeitnahen Termine angeboten werden. Buchen Sie bitte auch Termine, die erst nach Ablauf Ihres Aufenthaltstitels liegen. Buchen Sie einen Termin an Tagen, an denen Sie gar nicht mehr in Deutschland sein dürfen? Hä? Viele Ausländerbehörden in Deutschland sind so schlecht organisiert, man kriegt erst Termine zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, wenn die Aufenthaltserlaubnis schon längst abgelaufen ist. Bis dahin befindet man sich in einer mystischen Verwaltungszwischenwelt und bekommt extra dafür ganz eigene magische Aufenthaltsdokumente. Mithilfe der Fiktionsbescheinigung wird das Bestehen eines vorläufigen Aufenthaltsrechts im Bundesgebiet nachgewiesen. Fiktionsbescheinigung. Fiktionsbescheinigung. Das bedeutet, ich halte mich faktisch, fiktiv, legal in Deutschland auf, weil die Ausländerbehörde überarbeitet ist, stellt sie Fiktionsbescheinigungen aus. Mit dem Wisch darf man vorübergehend in Deutschland bleiben, während man auf seinen Termin wartet, bei dem man gesagt bekommt, ob man wirklich, also nicht fiktiv, in Deutschland bleiben darf oder nicht. Fiktionsbescheinigung. Viel Spaß mit diesem zeitlich befristeten Zauberzettel bei der Suche nach einer Wohnung oder nach einem Job oder nach einem Handyvertrag. Aber naja, immerhin, anders als Termine in der Ausländerbehörde, gibt es Fiktionsbescheinigungen zum Glück immerhin genug. Kann man ja einfach nachdrucken, oder? Gleichwohl erreichte das Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz erst kürzlich die Information, dass bei der Bundesdruckerei aufgegebene Bestellungen noch nicht bedient wurden und die Ausländerbehörden daher teilweise über keinerlei Vordrucke mehr verfügen. Die Bundesdruckerei kam im Sommer mit dem Drucken von Fiktionsbescheinigungen nicht hinterher, weil, keine Ahnung, der Tintenstrahldrucker eingetrocknet war oder so. Also mutmaßlich, weiß ich nicht. Die Bundesdruckerei konnte nicht drucken. Steht in internen Dokumenten, die wir gemeinsam mit Frag den Staat unseren Innenministerien abgeknüpft haben. So ist es nämlich. If you want to make it in Germany, but the Ausländerbehörde can't make Termine for Aufenthaltstitel and the Bundesdruckerei can auch no Ersatz drucken, then it can vorkommen that you don't get Sozialleistungen. No Geld at all. So läuft es in der Ausländerbehörde. Shall we open the next Türchen? Of course we shall. Number 3. Number 3, where's number... here, at the top. This number 3, let's take a look. What's inside of... Hä? Moment, what's this hier? Türchen. Momentchen mal. Zettel. Hä, wieso ist denn hier ein Diplom drin? Was ist denn das für eine Zettelwirtschaft? Vermisst zufällig jemand aus Bad Berneck ein Chemiediplom aus dem Irak? Einer 6-köpfigen irakischen Familie in Bad Berneck droht die Abschiebung. Ein Unidiplom der Frau könnte womöglich helfen, doch es ist bei deutschen Ausländerbehörden verschwunden. Wie bitte? Wie kann denn sowas passieren? Anträge lose übereinander gestapelt, zu Hunderten in Kartons statt in Akten. Bilder aus der Ausländerbehörde, die ein Beschäftigter hier gemacht hat. Die Ausländer, die hier einen Antrag stellen, sind dem Ganzen machtlos ausgeliefert und die Sachbearbeiter können bei dem ganzen Wirrwarr überhaupt nicht helfen. Komisch, so ein Zettelchaos habe ich im Finanzamt noch nie erlebt. Da tauchen sogar regelmäßig Dokumente wieder auf, die ich eigentlich habe verschwinden lassen wollen. Naja, verblüffend, was da in der Ausländerbehörde los ist. Verwaltungsfree Jazz. Das ist wichtig, das ist unwichtig, das ist bewahrt. Vielleicht auch mal, I don't know.
Neues Türchen, neues Glück. Hier, Nummer 4. Ich liebe Adventskalender einfach. Was ist es? Oh, guck mal. Ein Stimmungsring. Oh, ein Stimmungsring. Mal gucken, wie die Stimmung ist. Grün, gelb, blau, grün, gelb, blau. Das heißt, verliebt, hungrig oder abgefuckt von Deutschland. Ausländer dürfen nur in das Bundesgebiet einreisen oder sich darin aufhalten, wenn sie einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz besitzen. Die Ausländerbehörde will ständig Pässe sehen. Aber was, wenn man aus dem Nordirak oder aus dem Iran kommt oder aus Syrien und vor Krieg und Folter geflohen ist und gar keinen Pass mehr hat? Ich bin Flüchtling. Ich bin wegen dieser Regierung geflüchtet. Dann muss ich noch mal zur Botschaft gehen. Also alle wissen, dass die Geheimdienste in Botschaft sind, überall. Und dann solltest du hingehen und also die ganze Trauma noch mal wiederholen. Ja, aber that's how it runs at the Ausländerbehörde. So. Sie sind also ein Regierungskritiker? Ja. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir sind jetzt hier fiktiv mit dem Drucken von Bescheinigungen beschäftigt. Wir können uns darum nicht um Ihren Pass kümmern. Können Sie den vielleicht selber organisieren? Gehen Sie einfach mal in die Botschaft rein von Ihrem ausländischen Land da. Und wenn Sie ganz viel Glück haben, kommen Sie mit einem neuen Reisepass raus und nicht zerteilt und verpackt in 4 Plastiktüten. Die zuständige Ausländerbehörde muss nach den Umständen des Einzelfalls beurteilen und nach eigenem Ermessen entscheiden, ob die Passbeschaffung zumutbar ist oder ein Reiseausweis für Ausländer ausgestellt werden kann. Und ob die Ausländerbehörde etwas zumutbar oder unzumutbar findet, entscheiden Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter oft nach persönlichem Ermessen. Ganz wichtig also, wenn man zur Ausländerbehörde muss, immer über die Witze der Sachbearbeiterinnen lachen. Beschwerdeabteilung, bitte eine Nummer ziehen. Wer hier meckert, wird erschossen. Eine Handgranate am Schreibtisch im Ausländerland. Diese Schilder hingen 2016 in der zentralen Ausländerbehörde in Bielefeld. Das ist typisch deutscher Humor. Das finden 66% der Deutschen lustig. Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde sind einfach positiv bekloppt. Hier ist der Deutsche Comedypreis. Und wer als Kundin Angst hat, für Passangelegenheiten in die syrische Botschaft zu gehen und dann da festgenommen oder gefoltert zu werden, der bekommt zum Beispiel solche freundlichen Mails. Ich fordere Sie daher erneut auf, sich unverzüglich einen gültigen Nationalpass oder ein Passersatzdokument ausstellen zu lassen und bei meiner Behörde vorzulegen. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie ordnungswidrig handeln, wenn Sie keinen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz vorlegen. Wenn ich nicht wüsste, dass das ein freundliches Willkommensschreiben aus der Willkommensbehörde ist, würde ich das fast für eine Drohung halten. Was wohl hinter Türchen 5 steckt? Türchen 5. Ach, das gibt's ja nicht. Eine Spionsonnenbrille, cool. Berliner Ausländerbehörde filzt Handys mit Überwachungssoftware. Mehr als 90 Mal hat die Berliner Ausländerbehörde in vergangenen Jahren die Telefone von Menschen ohne Papiere durchsucht, weil sie sich daraus Rückschlüsse auf deren Identität erhoffte. What? Ausländerbehörden dürfen ohne richterlichen Beschluss Handys beschlagnahmen und WhatsApp-Chats, private Fotoalben, die Perioden-App oder den TikTok-Verlauf durchsuchen. Was sagt denn da ein Experte für Verfassungsrecht dazu? Weiß ich nicht, Digga. Nee, weiß ich nicht. Handys durchsuchen bei Leuten, die keine Straftaten begangen haben. Ohne richterlichen Beschluss. Sowas kann die Ausländerbehörde. Und sie setzt Überwachungssoftware ein? What? Die Maßnahme ist wegen ihres massiven Eingriffs in die Privatsphäre extrem umstritten. Selbst der Bundesrat monierte seinerzeit, dass dadurch das Schutzniveau für MigrantInnen geringer ist als für mutmaßliche StraftäterInnen, bei denen ein Richter die Durchsuchung genehmigen muss. Menschen, die nach Deutschland kommen, haben weniger Rechte als mutmaßliche Straftäterinnen. Ey, was geht ab, Ausländerbehörde? So, hier, Tür 6. Komm, Nikolaus, wo ist er? Da, Türchen 6. Ohne richterlichen Beschluss. Oh, ein Schlüssel. Hoffentlich ist der nicht für was Schlimmes. Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen hat zuletzt mit Erlass vom 8.12.2021 eine Empfehlung zur Ausstattung der Mitarbeiter in den Ausländerbehörden gegeben. Darin wurde unter anderem die Beschaffung von Hand- und Fußfesseln, Stahl, als Führungs- und Einsatzmittel empfohlen. Beamtinnen und Beamte in der Ausländerbehörde sind mit Hand- und Fußfesseln aus Stahl ausgestattet. Vielleicht könnten die Mitarbeiter der Ausländerbehörde auch das hier als Uniform anziehen. Hahaha. Willkommen in Deutschland. Jetzt ist mir auch klar, warum in Deutschkursen für Ausländer sowas unterrichtet wird. Ich muss zum Ausländeramt gehen. Ich muss zum Ausländeramt gehen. Ich habe etwas Angst. Ich habe etwas Angst. Das ist ein echtes Deutsch als Fremdsprache Lernvideo. Aber gegen Angst, keine Sorge, hilft am besten
Konfrontation mit der Angst. Einfach die nächste Tür aufmachen, Nummer 7. Was ist denn das? Das gibt's ja gar nicht. Ein Trick? Ich glaube, es kann jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht können wir schon mal weitermachen währenddessen. Reza R. arbeitete seit einem halben Jahr als Praktikant in einem Pflegeheim. Anfang Oktober sollte der 41-Jährige fest übernommen werden. Den Arbeitsvertrag hatte er der Behörde bereits vorgelegt. Ach super, dann kann ja nichts schiefgehen. Sehr gut. Ein Iraner mit hier. Expertise and passions. Ja, perfect. Finally a positive story. How goes it further? Um die Formalien zu klären, soll er zeitnah ins Landratsamt Passau kommen, schreibt eine Sachbearbeiterin und versichert, die Beschäftigung wird dann direkt bei dem Termin eingetragen. Yes, endlich mal eine schöne Geschichte aus der Ausländer... Doch das ist eine Lüge. Als er am vergangenen Donnerstag im Landratsamt erscheint, warten bereits 2 Polizisten, um den Iraner in Abschiebegewahrsam zu nehmen. Make it in Germany ist auch nicht ganz so ernst gemeint. Kleines Missverständnis, sorry. Make it doch bitte lieber woanders. Die Ausländerbehörde lockt ihre Kundinnen und Kunden gerne mal in die Falle, wie bei Verstehen Sie Spaß, nur dass niemand lacht. Wie bei Verstehen Sie Spaß. Langsam bin ich bin langsam, also ganz ehrlich, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass die Türchen bislang für mich dann doch verschlossen waren in der Ausländerbehörde. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin ziemlich froh, dass ich hier so ein Ding habe, so einen deutschen Pass. Aber komm, einen machen wir noch auf, komm. Einen noch, Nummer 8. Wo ist Nummer 8? Hier ist Nummer 8, direkt daneben. So. Ach, das ist doch super. Guck mal hier. Geil. Eine Clownsnase. Jetzt wird's richtig lustig. Kranke Menschen dürfen nicht abgeschoben werden, wenn absehbar ist, dass sich ihr Gesundheitszustand durch die Abschiebung gravierend verschlechtern wird oder gar ihr Leben gefährdet ist. Ja, lustig im klassischen Sinn ist das jetzt nicht, aber Menschenrechte ist doch Daumen hoch, Ausländerbehörde, super. Ihr achtet auf die Menschenrechte und schiebt immerhin keine kranken Menschen ab. Spitze. Allerdings liegt selbst bei Annahme einer nicht völlig auszuschließenden Suizidgefahr nicht zwangsläufig ein krankheitsbedingtes Abschiebungshindernis vor. Vielmehr ist die Abschiebung von der Ausländerbehörde dann gegebenenfalls so zu gestalten, dass einer Suizidgefahr wirksam begegnet werden kann. Zum Beispiel durch ärztliche Begleitung auf dem Abschiebungsflug. Solange eine Ärztin beim Flug dabei ist, egal ob die sich mit Suizidpatienten auskennt oder nicht, darf abgeschoben werden. Weil Arzt ist Arzt. Das wäre mich fürchterlich für den guten Ruf Deutschlands in der Welt, wenn sich jemand auf einem Abschiebeflug das Leben nehmen würde. Danach ist egal, ist egal. Und jetzt kommen wir zur Tür von heute. Come on, letzte Tür, scheißegal. Türchen Nummer 9. Wahnsinnig schwer. Warum ist das denn so schwer? Hä? Ein kleinkariertes Arschloch. Ein kleinkariertes Arschloch im Ausländerbehörden-Adventskalender. Jetzt bin ich hooked. Worum geht's? Es gibt keine Gründe, warum wir Sie hier weiter dulden sollten. Ich könnte jetzt sofort die Frau abschieben. In diesem Moment. Mir fehlt nur eine Unterlage, das ist der Bundesamtsbescheid. Den habe ich hier nicht. Den brauchen die Grenzbehörden leider. Den kann ich ja nicht herzaubern. Da müsste ich erst anrufen, das dauert etwas. Diesen Stress will ich mir gar nicht antun. Dann könnte sie heute noch mit einer Maschine aus Frankfurt am Main abgeschoben werden. Diese echte Szene aus der Ausländerbehörde Hamburg ist 17 Jahre her. Aber Menschen in Notlagen bedrohen und schikanieren ist ein zeitloser Spaß. Das machen Ausländerbehörden noch immer gerne. Es ist der 17. Oktober 2018. Eine Frau im 3. Monat schwanger liegt im Krankenhaus, wird wegen ihrer Diabetes behandelt. Kurz vor Mitternacht geht plötzlich die Tür auf. 10 Beamte kommen, um sie mitzunehmen zu ihrem Abschiebeflug. Eine schwangere Frau, die aus dem Iran geflohen ist, weil sie dort politisch verfolgt wird tatütata mitten in der Nacht von 10 Polizistinnen und Polizisten und Beamten im Krankenhaus geweckt. Aber keine Sorge. Der Leiter der Ausländerbehörde hat sich vorher im Krankenhaus erkundigt, ob der kranken Frau ob es der da gut genug dafür geht, dass sie mitten in der Nacht schwanger aus dem Krankenhaus abgeholt werden kann, damit man sie abschieben kann. Weil er ist einfach ein verdammter Profi. Da ich also in dem Geschäft kein Anfänger bin, weiß ich auch, was ich zu fragen habe. Und das ist explizit, ist das die Frage der Reisefähigkeit oder der Reiseunfähigkeit. Eine Ärztin habe ihm die Reisefähigkeit bestätigt. Auf unsere Nachfrage bestreitet das die Uniklinik Mainz. Sie habe für die Frau keine Reisefähigkeit attestiert. Ja, was denn jetzt, ey? Da ist die Lage ja noch unübersichtlicher als in der Bild-Chefetage. Naja, mir, meine Damen und Herren, uns und Ihnen, es kann doch uns egal sein, was da so alles passiert hinter den vielen verschlossenen Türchen der Ausländerbehörde, weil es ist die einzige Behörde, mit der man zum Glück nie was zu tun hat, wenn man das hier hat. Es kann uns also eigentlich im Grunde genommen egal sein. Und was auch immer da passiert hinter den vielen verschlossenen Türchen, ich bin mir ganz sicher, ich meine, wir sind immer noch in Deutschland, wir sind ein Rechtsstaat. Am Ende steht doch im Mittelpunkt immer die Barmherzigkeit, oder?
Oh, eine Nachricht vom Christkind. Mal schauen, was da drin steht. Oh, Oh, das Christkind hat eine interne Mail aus dem letzten Jahr aus dem Thüringer Migrationsministerium an die Thüringer Ausländerbehörden gelesen und mir geschickt. Wie bitte? Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts der bevorstehenden Feiertage bitte ich, in der Zeit vom 22. Dezember 2021 bis einschließlich 1. Januar 2022 keine Abschiebungen durchzuführen. Oh, wie schön. An Weihnachten wird in Thüringen niemand abgeschoben. Damit Kartoffelsalateimer in Karohemden die besinnlichen Feiertage in Ruhe und mal ohne Arbeitsstress im Kreis ihrer Liebsten genießen können. Ist das nicht toll? Meine Damen und Herren, wir finden es sehr interessant, was los ist in der Ausländerbehörde. Und ich finde, wir haben jetzt 9 Türen aufgemacht. Wir sollten eigentlich nicht aufhören damit. Ab morgen bis Weihnachten öffnen wir jeden Tag ein weiteres Türchen am großen Ausländerbehörden-Adventskalender. Und zwar bei Instagram. Das ist zwar unsere letzte Sendung vor der Winterpause, aber nein, es geht munter weiter mit dem ZDF-Magazin Royal. Schauen Sie mal rein, es lohnt sich.